So, good morning. Guten Morgen. All right. So I'm going to talk to you about myeloma new treatments now and the near future. Ja, das Thema des Vortrags ist die Behandlung des Multiplen Myeloms jetzt und in der nahen Zukunft. This first slide is what we call survival curves, and the idea here is that. Is this a pointer? How does this work? Yeah. No, nothing points. Okay, we'll try the mouse. So the point of this, you got it? Okay. So what we're showing here is that these are data from the United States in Caucasian people. Also das sind Überlebenskurven aus den USA, da wird hier mal ein bisschen nach Ethnien unterschieden, also das ist von weißen Amerikanern. And the purpose here is each of these colored lines basically shows what has happened in terms of survival for patients with myeloma diagnosed at different periods of time. Und in den verschiedenen farbigen Kurven sehen Sie, wie sich die Prognose verbessert hat bei Patienten mit Multiplem Myelom im Verlauf der Zeit. So people who were diagnosed back in 1993, their survival on average was really only about 3 years. So Patienten, die ihre Diagnose damals 1993 bekommen hatten, hatten eine durchschnittliche Überlebenserwartung von etwa 3 Jahren. But people diagnosed in 2008, in contrast, had survivals averaging around 5 years. Im Gegensatz dazu Patienten, die 2008 diagnostiziert wurden, hatten dann eine durchschnittliche Überlebenserwartung von etwa 5 Jahren. And what we can guess is that over time now, probably patients diagnosed in 2018 or so probably are going to be living even longer. Und man kann daraus Vorhersagen machen, dass Patienten, die jetzt 2018 ihre Erstdiagnose bekommen haben, noch deutlich länger leben werden. And that's because we have better therapies, and I'm going to share some of those therapies with you. Und der Grund dafür ist natürlich, dass wir jetzt deutlich bessere Therapien haben und einige dieser neuen Therapien wird sie uns jetzt vorstellen. When a patient with myeloma asks me, how long do I have to live, I tell them quite honestly, I don't know. Wenn ein Myelompatient Sie jetzt fragt, wie lange habe ich noch zu leben, sagt sie ihm ganz ehrlich, kann ich jetzt aktuell nicht sagen. In part because every patient is different and their disease is different, but in part there are more and more therapies that are going to change the natural history for each and every one of you. Und der Grund dafür ist zum einen, dass natürlich jeder Myelompatient und jede Myelomerkrankung unterschiedlich ist und der andere Teil der Ursache ist, dass auch die Therapien sich immer weiter verändern und auch, dass die Prognose in der Zukunft weiter verändern wird. So we also as physicians try to guess for each and every patient what do we anticipate in terms of how well they're going to do. Und als Ärzte versuchen wir natürlich vorherzusagen, wie gut ungefähr der Verlauf eines einzelnen Patienten sein wird. And we use different blood markers and bone marrow markers to help inform that. Und um diese Einschätzung möglichst gut treffen zu können, nutzen wir eben verschiedene Blut- und Knochenmarkmarker. Because as you know, you're all very different and expectations then will potentially be different as well. Ja, denn wie Sie alle wissen, ist jeder von Ihnen unterschiedlich und deswegen ist auch die Erwartung an die Erkrankung bei jedem von Ihnen unterschiedlich. So this is one of the systems that we use to try to guess how patients will do and separate the patients we worry more about and patients that we are more optimistic about. Und eines der aktuellen, weit verbreiteten Systeme, wie man eben Einschätzungen treffen kann, ist hier dieser Revised ISS, mit dem man eben einschätzen kann, was Patienten sind, um die man sich besondere Sorgen machen muss und was Patienten sind, bei denen man eher etwas entspannt in die Zukunft sehen kann. We use things, one marker is called beta-2 microglobulin and another is albumin. 2 der wichtigen Marker in diesem System ist zum einen das Beta-2-Mikroglobulin und das Serumalbumin. And we use cut points and thresholds to help us think this is better or worse. Und man teilt die dann in unterschiedliche Stufen ein, hat gewisse Cut-offs, um zu entscheiden, ob das jetzt schlechter oder besser ist. And so we have this new system called the Revised International Staging System, where we break patients based on the beta-2 microglobulin, whether it's greater than 5.5 or not.
Und dieses Staging System wurde jetzt nochmal revidiert ins Revised internationale Staging System. Und da teilt man zum einen ein, wenn das Beta-2-Mikroglobulin größer ist als 5,5. And also a measure called the LDH and something called cytogenetics or FISH. Und hier fließt dann zusätzlich zu diesen zwei genannten Werten noch ein, wie die LDH ist, ein bestimmtes Enzym im Blut, und wie die Zytogenetik ist, abgekürzt hier mit FISH. Das ist die Untersuchungsmethode, mit der man die Zytogenetik bestimmt. And those markers there, those changes, translocations we call them, we consider higher risk FISH markers. Genau, unten in der rechten Ecke sind jetzt dargestellt, was diese zytogenetischen Marker sind, die mit einem erhöhten Risiko verbunden sind. Das sind insbesondere bestimmte Translokationen, also Verbindungen zwischen zwei Chromosomen. And then we look and say if a patient has high beta-2 microglobulin and an abnormal LDH or high-risk FISH, we call them stage 3. Genau, und wenn Patienten eben nach dem alten System diesen Stadium 3 hatten mit dem erhöhten Beta-Mikroglobulin zusätzlich eine erhöhte LDH oder eben diese hochrisiko-zytogenetischen Marker, dann haben sie auch in dem revidierten System ein Stadium 3. And if they have a low beta-2 microglobulin and a higher albumin, whoops, this is moving by itself, a higher albumin, then and a normal LDH and standard risk FISH, we say they're stage 1. Genau, und wenn all das nicht vorliegt, also niedriges Beta-2-Mikroglobulin, hohes Albumin, keine erhöhte LDH und keine Hochrisiko-Fischzytogenetik, dann ist es Stadium 1. And then all the other patients we call stage 2. Genau, und alles andere, was dazwischen fällt, ist eben Stadium 2. And then we get a breakdown, and you can see the fractions of patients that are stage 1, 2, and 3. Genau, und damit kann man eben Patientengruppen einteilen in diese drei verschiedenen Risikostadien, wie Sie da in diesem Kuchendiagramm sehen können, Stadium 1, 2 und 3. And you'll notice that only about 10% are what we consider the highest risk patients, or RISS-3. Und Sie können sehen, dass nach diesem neuen System eben etwa nur 10% in dieses erhöhte Risikostadium RISS-3 fallen. And when we look at the differences in survival of these different groups, we notice that the 5-year survival for the stage 1 patients, over 80% of patients were alive at 5 years if they were in that good group. Genau, und wenn man sich dann die durchschnittlichen 5-Jahres-Überlebensraten anguckt, sieht man eben, dass bei den Patienten in der Niedrigrisikogruppe, Stadium 1, eben 80% nach 5 Jahren statistisch noch am Leben sind. As compared to the higher risk group where, again, even though they were high risk, there were almost half of the patients were alive at 5 years. Genau, und sogar in der Hochrisikogruppe sind immerhin noch die Hälfte der Patienten von der Niedrigrisikogruppe ebenfalls noch am Leben nach 5 Jahren. And so what we do is we look at these different groups of patients and sometimes think, should we look for special therapies for the higher risk type patients because they may need more than average or usual. Genau, was wir jetzt als Ärzte machen, ist, wir gucken uns diese Risikostratifikation an und überlegen eben, brauchen Patienten mit diesem Hochrisiko RISS-3 vielleicht andere Therapien, vielleicht mehr Therapien, um eben auch das Überleben zu verbessern. So how do we treat patients and what are the different drugs that we have? Ja, wie behandeln wir jetzt? Was für Medikamente stehen uns zur Verfügung? We break them into different groups, as you can see in the columns. Ja, wir teilen die Medikamente in verschiedene Medikamentenklassen ein, die hier in den Spalten dargestellt sind. So we have the corticosteroids, the alkylators, what we call the IMiDs, proteasome inhibitors, antibodies, and then other types of mechanism drugs. Genau, also wir haben Steroide, also Cortisonderivate, wir haben Alkylansien, das ist eine bestimmte Sorte von Chemotherapie, Imide, die immunmodulatorischen Substanzen, Contergan-Nachkommen, die Proteasom-Inhibitoren, die monoklonalen Antikörper und dann noch sonstige Substanzen. And we mix and match to make recipes against myeloma. Ja, und man versucht immer verschiedene Gruppen zu kombinieren, um sozusagen ein Rezept gegen das Myelom zu finden. And now we also have a number of promising therapies in trials that more than likely will be things we add to our available drugs.
Ja, und erfreulicherweise gibt es zusätzlich zu den Sachen in der Tabelle noch viele neue Substanzen, die in klinischen Studien sind und von denen höchstwahrscheinlich einige eben dazu addiert werden können zu dem Arsenal an Myelom-Substanzen. And so there's an antibody called isatuximab, which is very similar to daratumumab, which we'll talk about, and this is in trials as well. Es gibt beispielsweise Isatuximab, das ist ein monoklonaler Antikörper, der von der Wirkweise sehr ähnlich ist zum Daratumumab, der auch in klinischen Studien ist. And then there are drugs with just very different mechanisms of action that are being studied and are showing a signal against multiple myeloma. Und zusätzlich gibt es auch Medikamente, die einen ganz anderen Wirkmechanismus haben als die oben in der Tabelle dargestellten und die eben auch in Studien eine Wirkung gegen das Myelom zeigen. This lower area, these three categories, are very immune-based types of therapies that we're going to talk about a little bit later. Die unteren 3 Punkte sind alles immunbasierte Therapien, über die wir später noch mehr hören werden. You can imagine, though, having so many tools, trying to put the pieces together and get the best regimen and the best program for patients is challenging. Und Sie können sich vorstellen, dadurch, dass es so viele verschiedene Medikamente gibt, ist es herausfordernd, das richtige Rezept, die richtige Zusammenstellung für den einzelnen Patienten zu finden. And of course, it's clinical trials that will give us the answers to the questions. Ja, und um das rauszukriegen, braucht man natürlich klinische Studien, die diese Fragen beantworten. Now, again, just looking at time and the different drugs that we have available, Ja, wenn man sich nochmal jetzt auf der Zeitachse anschaut, was für Medikamente uns zur Verfügung stehen. before around 2000, we had only about 3 or 4 medicines to offer patients with multiple myeloma. Ja, also vor 2000 hatten wir etwa nur 3, 4 Medikamente, die man Patienten mit Multiplem Myelom anbieten konnte. And then during really the sort of early 2000s, we ended up with medicines like thalidomide, lenalidomide, bortezomib, Doxil, carfilzomib, pomalidomide, panobinostat. Ja, und seitdem in den frühen 2000er kamen wirklich einige Medikamente dazu, insbesondere Thalidomid, Lenalidomid, carfilzomib, bortezomib, pomalidomid. And now you can see really during this period after 2015, there are many, many, many more medicines that are looking very promising. Und Sie sehen, dass in dem Zeitraum nach 2015 wirklich sehr, sehr viele Medikamente sehr vielversprechend aussehen. And that's one of the reasons that we're very, very hopeful. Ja, und das ist einer der Gründe, weshalb wir eben sehr hoffnungsvoll in die Zukunft sehen. So when we treat a patient with multiple myeloma, we break it up typically into approximately 3 portions. Wenn wir einen Myelompatienten behandeln, dann brechen wir die Therapie meistens so in etwa 3 Teile herunter. The first thing that we start with is something called induction. That's the regimen that we start with. Ja, und der erste Teil der Therapie heißt Induktion oder Einleitungstherapie. And then after that, we use some type of, often a consolidation, and in young people, and young is often under 70, we think of transplant. Genau, nach der Induktion kommt dann eine sogenannte Konsolidation und bei jungen Patienten, und jung ist ja ungefähr unter 70 Jahren, wäre eben die Konsolidierung typischerweise eine Transplantation. And then after that, we will think of something, a maintenance / a milder consolidation program. Ja, und nach dieser Konsolidierung schließt sich entweder eine milde Konsolidierung oder eben eine Erhaltungstherapie an. So how do we think about induction for multiple myeloma? Ja, was sind jetzt unsere Gedanken hinsichtlich der Induktionstherapie beim Myelom? Most often we combine 3 drugs together. Ja, typischerweise kombinieren wir 3 Medikamente zusammen. And the classes that are most commonly used are what we call the IMiDs or immune modulatories, the proteasome inhibitor and steroid. Und die Medikamentenklassen, die typischerweise verwendet werden, sind die Imide, also Immunmodulatoren, die Proteasom-Inhibitoren und Cortison. In the United States, the favorite triplet
triplet that's used is bortezomib, lenalidomide, and dexamethasone. In den USA ist die Lieblingsdreierkombination Bortezomib, Revlimid und Dexamethason. Outside the U.S., that's also used, but sometimes they'll replace the lenalidomide with thalidomide. Ja, außerhalb der USA wird das teilweise auch verwendet, teilweise wird auch das Revlimid durch Thalidomid ersetzt. And then there's a lot of work going on looking to replace the bortezomib with carfilzomib, and that looks like it might even be a more potent combination. Es wird gerade relativ viel untersucht, ob es möglicherweise sinnvoll sein kann, das Bortezomib durch den Nachfolger Carfilzomib zu ersetzen. Das sieht bisher sehr vielversprechend aus. And then there's an oral proteasome inhibitor called ixazomib, which is also being combined as a possible all-oral option. Und mittlerweile gibt es ja auch einen Proteasom-Inhibitor, der oral eingenommen werden kann, das Ixazomib, und auch der wird in diesen Dreifach-Kombinationstherapien untersucht. Also, we'll combine as another option for different reasons a triplet which combines the alkylator proteasome inhibitor and steroid. Es werden auch Dreifachkombinationen verwendet, die den Proteasom-Inhibitor mit Cortison und dann eben statt mit einem Imid mit einem Alkylans, also einer bestimmten Form von Chemotherapie, kombinieren. Most favor using the imid instead of the alkylator, but these are very active regimens as well. Also die meisten ziehen es vor, statt der Alkylanz-Chemotherapie das Imid zu nehmen, aber die hier aufgelisteten Therapien sind ebenfalls sehr wirksame Therapien. The combination of bortezomib, melphalan, and prednisone has been a standard for patients not going to transplant, but there was a recent study that showed adding daratumumab to it is even more potent. Für Patienten, die nicht zu einer Transplantation weiter fortgeführt wurden, war bisher ein Standard die Kombination von Bortezomib, Melphalan und Cortison. Und es gab jetzt aber eine ganz kürzlich veröffentlichte Studie, die gezeigt hat, dass wenn man Daratumumab noch dazu addiert zu diesem Dreifachregime, dass es dann noch eine wirksamere Therapie ist. Again, we keep switching things around, trying to figure which is going to be the best. And one of those trials that was done where we replaced the bortezomib with carfilzomib for KMP, we were surprised to find that that combination wasn't any better. Und wie vorher schon gesagt, versuchen wir immer Medikamente zu ändern, um zu sehen, ob wir noch irgendwas besser machen können. Einer dieser Versuche war eine Studie, die VMP, also den alten Standard, getestet hat gegen KMP. Da wurde Bortezomib durch Carfilzomib ersetzt und wider Erwarten war das jetzt keine bessere Kombination. So we have a lot to learn as we go. Ja, also wir müssen noch viel lernen. And then using 4 drugs together, we're exploring more and more adding in the antibodies to the other 3 drugs. Was aktuell relativ viel untersucht wird, wird von der Dreifachkombination zur Vierfachkombination an Medikamenten zu gehen, insbesondere dadurch, dass man einen Antikörper zu der alten Dreifachkombination mit dazu nimmt. So one possible pathway that we use at the Mayo Clinic is looking at patients based on whether they are eligible for transplant or not. Eine der möglichen Therapiestratifizierungen, die jetzt an der Mayo Klinik verwendet wird, ist zunächst zu entscheiden, ist mein Patient fähig, zu einer Transplantation weiterzugehen oder nicht. And then we also look at whether they're standard risk or high risk. Und des Weiteren schauen wir uns an, hat er ein Standardrisiko oder hat er ein hohes Risiko. And so in this slide, this is for patients who are standard risk. They don't have any of those high-risk features. Also auf dieser Folie sehen Sie die Therapieempfehlung der Mayo Klinik für Patienten mit Standardrisiko, das heißt, die keine der hier in Rot dargestellten Hochrisiko-zytogenetischen Marker haben. And we tend to go with the VRD for about a year. If patients are very frail, we'll just use the 2 drugs, the lenalidomide and dexamethasone. Und wenn Patienten eben nicht fähig sind für eine Transplantation, ist der Standard an der Mayo Klinik für etwa ein Jahr die Kombination aus Bortezomib, Revlimid und Dexamethason zu geben. Wenn die Patienten sehr schwach und gebrechlich sind, würde man eventuell auch nur Revlimid und Dexamethason geben. So this would be our induction, and then we use a maintenance of the lenalidomide and dexamethasone at least for a year and usually longer.
Also die erste Therapie für etwa ein Jahr wäre dann die Induktionstherapie und danach schließt sich typischerweise eine Erhaltungstherapie an mit Revlimid-Dexamethason für mindestens ein Jahr. There are other wonderful options to use for induction. This daratumumab, bortezomib, melphalan, prednisone is highly potent. Es gibt allerdings auch weitere sehr, sehr gute Optionen für die Erstlinientherapie, insbesondere das vorgeschilderte Daratumumab, Velcade, Melphalan, Prednison, was ebenfalls eine extrem wirksame Therapie ist. What are we going to use in the future? Well, there are all kinds of combinations that are being studied in clinical trials to understand if one is actually better than another. Ja, was machen wir jetzt in der Zukunft? Da gibt es eine ganze Menge an verschiedenen Kombinationen, die aktuell in klinischen Studien getestet werden, um zu sehen, ob eben eine Kombination besser ist als eine andere Kombination. Some of the most exciting ones are combining the antibody with the other medications. Und die spannendsten dieser Kombinationen sind die Antikörper mit den alten Kombinationen kombinieren. So the antibodies that we're most looking at are the daratumumab and the isatuximab. Und die Antikörper, die aktuell besonders beforscht werden, ist zum einen das Daratumumab und das Isatuximab, wie vorher gesagt, ein ähnlicher Antikörper wie das Daratumumab. And then different things are being looked at for the maintenance as well, and I've only listed 2 here. Und verschiedene Punkte werden auch für die Erhaltungstherapie untersucht, ob das gute Kombinationen sind. Da hat sie jetzt nur 2 aufgeführt. Das ist das Daratumumab Lenalidomid oder Elotuzumab Lenalidomid. Now, of course, as we make these decisions, we have to consider both side effects, quality of life issues, and cost as well. Ja, und wenn wir diese ganzen Entscheidungen treffen, diese Untersuchungen machen, müssen wir natürlich immer mit berücksichtigen, was sind die Nebenwirkungen der Therapie, wie ist die Lebensqualität unter der Therapie und leider auch, wie viel kostet das Ganze. For patients heading to transplant that are standard risk without the high-risk cytogenetics, Ja, auf dieser Folie sind jetzt die Empfehlungen der Mayo Klinik für Patienten, die zur Transplantation weitergehen werden, allerdings Standardrisiko sind. we typically, again, will use the bortezomib, lenalidomide, and dexamethasone, followed by stem cell collection, followed by autologous stem cell transplant, and then maintenance, again, for at least 2 years. Ja, die Standardtherapie in der Mayo Klinik für diese Patienten ist eine Induktions-, also Einleitungstherapie mit 4 Zyklen Velcade, Revlimid, Dexamethason, gefolgt von Stammzellsammlung, gefolgt von der Stammzelltransplantation und anschließend eine Erhaltungstherapie mit Lenalidomid für mindestens 2 Jahre. Again, what will be for the future? Many different options and choices, and these also are being studied in clinical trials. Ja, für die Zukunft, auch da werden verschiedene Kombinationen getestet in klinischen Studien, um eben zu sehen, ob es da noch bessere Therapien gibt. I snuck in here something called CAR T cells, which is a type of immunotherapy that we'll discuss briefly later. Ja, sie hat jetzt hier noch die KT-Zellen dazwischen gemogelt, was auch eine Art immunologische Therapie ist, über die sie später noch kurz sprechen wird. We don't know that it'll have a role in place of transplant, but it's certainly going to be an important research question. Wir wissen noch nicht, ob die KT-Zellen eine Rolle haben werden, die Transplantation zu ersetzen, aber das ist sicherlich eine sehr interessante Forschungsfrage. And again, the same concern about toxicity, quality of life, and cost. Ja, und auch hier stellt man sich natürlich immer die Frage Nebenwirkungen, Lebensqualität und Kosten. And then for the high-risk patients, so I mentioned that there are certain abnormalities within the myeloma cells that we can detect that colors how we think of the disease. Ja, und jetzt hier die Therapieempfehlung für die Hochrisiko-Myelompatienten. Sie hat ja vorher erklärt, es gibt verschiedene genetische Veränderungen, die einem helfen, die Erkrankung einzuschätzen, wie aggressiv die Biologie ist. And so for patients that don't have clinical trials available to them, we go with either for the 17P patients, VRD. For the other high-risk cytogenetic features, we're going to use carfilzomib, lenalidomide, and dex.
Ja, für die Patienten, die jetzt nicht in klinische Studien passen, da ist die Empfehlung in der Mayo-Klinik bei der 17p-Deletion 4 Zyklen Velcade-Refle mit Dexamethason zu geben. Für die Patienten mit den anderen hier genannten Hochrisikozytogenetiken eher die Kombination von Carfilzomib-Refle mit Dexamethason. And then we'll do one transplant, but often seriously think of doing a second transplant shortly after. Und nach der Induktion erfolgt dann eine Transplantation. Es wird allerdings immer sehr, sehr intensiv diskutiert, ob man nicht tatsächlich eine zweite Transplantation sogar noch anschließt. And that's based on clinical trial data out of Germany and Scandinavia. Und diese Überlegung hinsichtlich der Doppeltransplantation fußt auf klinischen Studiendaten aus Deutschland und Skandinavien. And then what we've also considered doing for these patients is using this class of medicine called proteasome inhibition, carfilzomib or bortezomib, as a maintenance in these high-risk patients. Ja, und bei den Hochrisikopatienten wird dann als Erhaltungstherapie eine Substanz aus der Klasse der Proteasominhibitoren gewählt, entweder das Bortezomib oder das Carfilzomib. And again, that is also partially from clinical trials run out of Northern Europe and Italy as well. Ja, und diese Überlegungen hinsichtlich der Erhaltungstherapie beruhen auch auf klinischen Studiendaten aus Nordeuropa und Italien. And so that was for patients who were going down the transplant path. For patients that are older and are not candidates for transplant, we tend to just use the VRD and then the maintenance. Genau, die oben genannten Empfehlungen waren jetzt für die Patienten, die transplantationsfähig sind. Für Patienten, die zu alt oder zu krank sind, um transplantiert werden zu können, da ist das Standardvorgehen der Mayo-Klinik für etwa ein Jahr die Kombination Bortezomib-Refle mit Dexamethason zu geben und dann eine Bortezomib-basierte Erhaltungstherapie anzuschließen. But the preference is always to do a clinical trial. There are patients that can't participate in clinical trials, and so this is how we manage it. Aber die erste Empfehlung für diese Hochrisikopatienten ist eigentlich grundsätzlich immer an einer klinischen Studie teilzunehmen. Aber natürlich gibt es immer wieder Patienten, die aus irgendwelchen Gründen dann nicht teilnehmen können und für die wir eben das hier geschilderte, das Standardvorgehen. And again, what will the future hold? There are almost infinite possibilities. Ja, und die Frage ist, was passiert in der Zukunft? Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten an verschiedenen Kombinationstherapien. So now I'm going to share some data from clinical trials with you. Ja, und jetzt möchte sie ein paar klinische Studiendaten vorstellen. So this is a French trial that was asking the question about whether early transplant is needed given the fact that we have highly potent medications for myeloma. Ja, das ist jetzt eine französische Studie, die die Frage beantworten wollte, brauchen wir überhaupt eine frühzeitige Transplantation, jetzt wo es doch so viele andere neue moderne Medikamente gibt. And so patients basically are randomized either to this pathway where they get lenalidomide, bortezomib and dexamethasone as their only therapy until they get to maintenance lenalidomide. Ja, und in der Studie wurde zugelost, ob Patienten in dem einen Arm quasi nur Revlimid, Velcade, Dexamethason bekamen als einzige Therapie, bis dann sich die Lenalidomid-Erhaltungstherapie anschließt. Or they're randomized to get this lenalidomide, bortezomib, and dexamethasone as induction, but then they move to stem cell transplant, and then they get 2 more doses of the bortezomib, lenalidomide, and dexamethasone, followed by lenalidomide maintenance. Ja, und der zweite Studienarm, da bekamen die Patienten eben eine Induktionstherapie mit Revlimid, Velcade, Dexamethason, gefolgt von der Stammzelltransplantation, gefolgt von nochmal einer kleineren Konsolidierung mit Revlimid, Velcade, Dexamethason, und dann auch diese Patienten bekamen die Revlimid-Erhaltungstherapie. The patients in this group do collect stem cells so that later on, when they relapse, they have that option to do the transplant. In dem Nicht-Transplantarm ist noch wichtig zu wissen, dass die Patienten dennoch Stammzellen sammelten, damit sie eben die Option haben, später noch eine Transplantation zu bekommen. So what they found was this is what's called a progression-free survival curve. Ja, was Sie herausgefunden haben, auf der linken Seite sehen Sie jetzt die progressionsfreie Überlebenskurve. Das heißt, da sind die Überlebenskurven aufgezeichnet bis zu dem Zeitpunkt,
zu dem die Erkrankung entweder wiederkommt oder der Patient verstirbt. And what we have is time going along this direction. Genau, und auf der X-Achse sieht man die Zeit in Monaten. And then this is the percent of patients that have not progressed, that their disease has not progressed. Genau, und auf der Y-Achse sieht man den Prozentsatz an Patienten, die zu dem Zeitpunkt noch kein Rezidiv erlitten haben. And so as time goes on, there are patients that do progress, so there are fewer that are progression-free as time goes on. Genau, und wenn man jetzt eben mit der Zeit weiter fortschreitet, sieht man, dass der Anteil an Patienten, die zu dem Zeitpunkt noch kein Rezidiv erlitten hat, natürlich immer weniger wird. And what you can see is that the group that went straight to transplant, there are more people at, for example, 4 years that are progression-free amongst those who had the early transplant as compared to the ones that had just the bortezomib, lenalidomide, and dexamethasone. Genau, und wenn man jetzt die Kurven vergleicht, in Blau, das ist die Kurve der Patienten, die die frühzeitige Transplantation bekommen haben, in Rot die Kurve der Patienten, die keine Transplantation bekommen haben, sieht man eben beispielsweise jetzt an 4 Jahren, dass ein höherer Anteil an Patienten, die die Transplantation bekommen haben, noch kein Rezidiv erlitten haben zu dem Zeitpunkt. And over here, if we look at the overall survival, you'll note that actually these two curves are practically on top of each other. Ja, und wenn man sich jetzt auf der rechten Seite die Überlebenskurven anschaut, das heißt, da sieht man, wie viel Prozent der Patienten zu dem Zeitpunkt noch am Leben sind, da sieht man, dass die Kurven weitgehend genau übereinander liegen. And that, so that would suggest, at least at this point, there's no difference in overall survival, regardless which pathway patients took. So, diese Studie suggeriert, dass quasi hinsichtlich des Überlebens, also nicht der Zeit bis zum Rezidiv, aber hinsichtlich des Überlebens erstmal kein Unterschied besteht zwischen dem Transplantarm und dem Arm ohne die Transplantation. But you'll also notice that nearly 90% of patients are alive at 4 years. Aber was auch auffällt, ist, dass nach 4 Jahren immerhin noch etwa 90% der Patienten am Leben sind. And so a big question is whether over time one group will do better than another. Und eine große Frage ist jetzt natürlich, wenn wir noch länger nachbeobachten, ob mit der Zeit dann doch eine Gruppe besser ist als die andere Gruppe. In terms of overall survival. Ja, hinsichtlich des Gesamtüberlebens. Some people interpret this to say because people are progression-free with the transplant that this is the preferred strategy. Ja, manche interpretieren jetzt diese Studie so, dass man sagt, naja, dass der Zeit bis zum Rezidiv ist verlängert in der Transplantation, das heißt, der Transplantationsarm ist jetzt der bessere Arm. But others would argue, but if they're both alive at this, have the same survival, maybe they're equal. Wiederum andere schauen die Studie an und sagen, naja, aber das Gesamtüberleben ist ja gleich, von daher sind beide Studienarme gleichwertig. I think most, though, would at this point are favoring moving directly to transplant after a few months of induction. Aber ihrer Ansicht nach ist doch die Mehrheit der Ärzte, der Forscher der Ansicht, dass der Transplantarm der bessere ist, insbesondere eben hinsichtlich der rezidivfreien Zeit. The other point here, so I showed you that at 4 years, over 80% of patients are alive. Ja, ein anderer Punkt, den sie vorher schon gezeigt hatte, dass nach 4 Jahren immer noch über 80% der Patienten am Leben sind. But also what we look at is depth of response. So we talk of things like minimal residual disease, negativity. Und ein zweiter Punkt, den man sich immer anschaut, ist auch die Tiefe des Ansprechens. Das heißt, man redet über Sachen wie minimale Resterkrankung. And complete response. Und komplette Remissionen. And very good partial response. Und sehr gute partielle Remissionen. And so minimal residual disease negativity is when we look very, very hard in the bone marrow for more myeloma cells and we don't find them. Ja, MRD-Negativität, also fehlende minimale Resterkrankung, heißt da, You lost your voice. Okay, minimale Resterkrankungsnegativität heißt, wenn man mit ganz feinen Methoden im Knochenmark nach Myelomzellen sucht und eben keine mehr findet. And you notice the patients that got the transplant also had higher rates of minimal residual, of favorable lack of disease in the marrow. Genau, und wenn man sich jetzt eben das Ansprechen anschaut, sieht man, dass im Transplantarm auf der rechten Seite ein höherer Anteil an Patienten eben eine fehlende minimale Resterkrankung hatte.
So, in terms of transplant for myeloma, a single autologous transplant as consolidation is standard for transplant-eligible patients. And Um das nochmal zusammenzufassen, also für Patienten, die transplantfähig sind, ist erstmal die einzelne autologe Transplantation der Standard. An early transplant has better progression-free survival, but yet no overall survival signal. Und eine frühzeitige Transplantation zeigt auf jeden Fall eine verlängerte Zeit bis zum Rezidiv, aber bisher können wir noch nicht nachweisen, dass diese Patienten auch länger leben. Though in patients with high-risk cytogenetics, there appears to be a signal that definitely the transplant early is better. Wenn man sich jedoch jetzt nur die Patienten mit Hochrisikomarkern anschaut, da ist es relativ klar, dass die frühe Transplantation auch hinsichtlich des Überlebens besser ist. Doing a back-to-back transplant as a consolidation is certainly very good in patients who have high-risk disease. Ja, und eine Doppeltransplantation, also 2 Transplantationen direkt nacheinander, ist auf jeden Fall vorteilhaft bei Patienten mit einer Hochrisikosituation. There are some studies that say that doing the back-to-back transplant is better for all patients, and then there's another study that says maybe it's equal. So we're not 100% sure, and more studies are needed. Ja, für die Frage, braucht man eine Doppeltransplantation, gibt es leider wieder verschiedene Studien. In den einen Studien ist es so, dass sie sagen, für alle Patienten ist die Doppeltransplantation besser. In anderen Studien ist es relativ ähnlich, ob man 1 oder 2 Transplantationen macht. Das heißt, wie so oft brauchen wir mehr Studien, um diese Frage genau zu beantworten. And then there's a kind of transplant called an allogeneic stem cell transplant, which is when the donor is somebody other than the patient themselves. Und zusätzlich gibt es ja noch die allogene Transplantation, das heißt, wenn der Stammzellspender eben nicht der Patient selber ist, sondern ein Fremdspender. And most trials would suggest that that has more risk than it's worth, and so it's considered more an experimental therapy that should be studied on clinical trials. Ja, und in den meisten Studien zur Fremdtransplantation kommt raus, dass das Risiko höher ist als der Nutzen der Therapie, sodass aktuell die Fremdtransplantation noch als sehr experimentell eingestuft wird. And especially to consider in patients with the genetics or the high-risk multiple myeloma. Ja, und wenn man sich das überlegt, sollte man das bei jungen Patienten machen, die eine extrem hohe zytogenetische Risikosituation haben. And then in terms of this sort of consolidation maintenance, lenalidomide is typically considered the standard. Ja, und hinsichtlich der Frage Konsolidierung und Erhaltungstherapie ist typischerweise eben Lenalidomid der Standard. And there are data to suggest using these proteasome inhibitors, bortezomib, carfilzomib, ixazomib, are going to be important for patients with high-risk myeloma. Und es gibt schon Studiendaten, die nahelegen, dass die Proteasom-Inhibitoren, also bortezomib, carfilzomib oder ixazomib, bei hochrisikozytogenetischen Patienten besonders wichtig sind. And then clinical trials are ongoing looking at their role in standard risk myeloma patients as well. Und aktuell laufen klinische Studien, die die Rolle von Proteasom-Inhibitoren auch bei Standardrisikopatienten untersuchen. And then, of course, what role will the antibodies play as maintenance? We really don't know outside of just continuing it as part of the induction therapy. Ja, und zur Rolle der monoklonalen Antikörper, Daratumumab, Elotuzumab, da gibt es leider jetzt noch keine reifen Studiendaten außerhalb von Patienten, die das schon direkt von Anfang an bekamen und dann einfach die Therapie mit dem Antikörper fortgesetzt haben. So what happens when a patient relapses or progresses? Ja, was machen wir jetzt, wenn ein Patient einen Progress oder ein Rezidiv erleidet? Well, of course, the first thing is to try a clinical trial, but in the absence of a clinical trial, we have a number of different regimens that we can just put together and offer to patients. Ja, also natürlich ist der erste Vorschlag immer, in eine klinische Studie einzuschließen, aber wenn es jetzt keine passende klinische Studie gibt, dann haben wir wirklich ein ganzes Arsenal an verschiedenen Varianten, die man dem Patienten anbieten kann. So the good news is there are many treatment options. Also die gute Nachricht ist, es gibt sehr viele verschiedene Therapieoptionen. The bad news is there are many treatment options. Die schlechte Nachricht ist, wir haben sehr viele Optionen. Because it's very confusing, and things that we need to understand is with so many choices, what really is the best choice.
Ja, das führt nämlich dazu, dass alles etwas verwirrend ist und mit so vielen verschiedenen Wahlmöglichkeiten man sich natürlich fragt, was ist denn jetzt die beste Variante? So this is an example of a patient who was diagnosed in 2001. Ja, das ist jetzt ein Beispiel von einem Patient, der seine Diagnose 2001 bekam. And in terms of risk, he actually, for the ISS staging, he was a ISS2 patient. Und hinsichtlich der Risikoeinteilung war ein ISS2-Patient, also genau in der Mitte. And he never had a complete response throughout his entire course of his disease. Und er hat nie eine Vollremission erzielt durch den gesamten Verlauf seiner Erkrankung. There was always a little myeloma left. Ja, es war immer noch etwas Myelomrest zu finden. But despite that, he actually did reasonably well. Aber obwohl er eben nie eine Vollremission erzielt hat, hatte er trotzdem einen sehr guten Verlauf. So on the y-axis was his monoclonal protein M spike. So auf der Y-Achse sehen Sie die Höhe von seinem M-Gradienten. And so at diagnosis, after he got thalidomide and dexamethasone, it started going down. Then he had a transplant and it went down, not to zero, but it went down. Ja, also zur Einleitungstherapie erhielt er damals noch Thalidomid Dexamethason, dann eine Stammzelltransplantation. Damit ging der M-Gradient schön runter, aber eben nicht auf 0. And then he went on a trial of some vaccine therapy, and again, he still had his myeloma protein present, but he was off therapy and was observed. Ja, und danach nahm er an einer klinischen Studie teil mit einer Impfung, hatte immer noch weiter Myelom nachweisbar, aber bekam eben keine weitere Therapie, sondern wurde beobachtet. For about 3.5 years. Ja, für etwa 3,5 Jahre. And then he relapsed. His myeloma protein came up a little bit. Ja, und dann erlitt er ein Rezidiv, der M-Gradient ist etwas angestiegen. And he got bortezomib and dexamethasone. Und wurde dann mit Bortezomib Dexamethason behandelt. And then it went down, and it went down to zero, but it still wasn't considered a complete response. Ja, und dann war der M-Gradient nicht mehr messbar, aber man hatte das damals trotzdem noch nicht als Vollremission gewertet. And that was with the combination of the bortezomib and then the transplant. Ja, und nach dem Bortezomib erhielt er noch eine Transplantation. And he was observed for about a year. Ja, und dann wurde er 1 Jahr nachbeobachtet. And then he started relapsing. Und dann ging der M-Gradient wieder nach oben. And he went on a clinical trial with a drug that didn't work very well for him. Ja, dann hat er in der Studie teilgenommen mit einem Medikament, was ihm jetzt aber nicht so richtig viel gebracht hat. And then he had pomalidomide and dexamethasone, and he responded, but he had a lot of side effects, so it had to be stopped. Und dann bekam er eine Therapie mit Pomalidomid Dexamethason, was zwar funktioniert hat, was er allerdings so gar nicht vertragen hat, sodass man die Therapie beenden musste. And then he had pills, cyclophosphamide and prednisone. Und dann ist er mit einer Tablettentherapie mit Cyclophosphamid und Cortison behandelt worden. And he did that for a little over a year. Für etwa ein gutes Jahr. And we stopped it, and he remained stable. Und dann hat man die Therapie beendet und der Patient blieb stabil. And then he relapsed again, and he got ixazomib. Und dann kam die Erkrankung wieder, dann bekam er Ixazomib. So what this slide is trying to share with you is that people can relapse, but they can go on for a very long period of time getting different therapies. Also was diese Folie zeigen soll, ist, dass Patienten zwar Rezidive erleiden, aber dennoch einen sehr, sehr langen Therapieverlauf haben können. So what about immunotherapy? Ja, was jetzt mit Immuntherapie? So this is a very complicated slide. Das ist eine sehr komplizierte Folie. But what you have here, these pink cells are the myeloma cells or plasma cells. So, unten diese rosa Zellen, das sind die Myelomzellen oder Plasmazellen. And then these purple cells are the cells that they live next to. Und die lila Zellen, das sind quasi die Nachbarzellen der Myelomzellen. Now, the myeloma cells have a coating of different proteins on them. Und die Myelomzellen haben eben verschiedene Oberflächeneiweiße. And we have names for some of the different proteins. Und einige dieser Eiweiße haben auch schon Namen erhalten. And what we can do with immunotherapy is we can attack some of these coatings. Und was wir jetzt mit Immuntherapie machen können, ist, bestimmte von diesen Oberflächeneiweißen anzugreifen. And so, for example, the drug daratumumab attacks CD38. Zum Beispiel der
das Medikament Daratumumab, das attackiert das Oberflächeneiweiß CD38. It hooks onto the myeloma cells and helps cause them to die. Ja, also dieser Antikörper, der dockt quasi an die Myelomzelle an und sorgt dafür, dass diese Myelomzelle abstirbt. And the drug elotuzumab attacks CS1 or CS1. Ja, und der monoklonale Antikörper Elotuzumab, der dockt an das Oberflächeneiweiß CS1 an. But there are different types of vaccine strategies where there are cells that are blended with myeloma cells and then attack these various other proteins. Aber es gibt zusätzlich zu den Antikörpern gibt es auch verschiedene Impfstudien, wo eben Immunzellen gegen verschiedene Myelomeiweiße gerichtet sind. There are these cells called CAR cells or CAR T cells where we take patients' own T cells and then activate them with a marker that helps them attack these coatings on the myeloma cells. Ja, und zusätzlich gibt es jetzt ja auch noch die CAR-Zellen oder CAR-T-Zellen. Das sind Abwehrzellen des Patienten, die, wie Frau Kriegsmann vorgesagt hat, herausgenommen werden und dann eben dazu gebracht werden, aktiver, aggressiver zu werden und dann bestimmte Myelomoberflächeneiweiße angreifen. And you'll notice because there are so many different types of proteins, there could be different CAR Ts recognizing a different protein on the myeloma cell. Und wie Sie sehen, gibt es ja ganz viele verschiedene Myelom-Oberflächeneiweiße, sodass es auch verschiedene CAR-T-Zellen geben könnte, die eben verschiedene Oberflächeneiweiße angreifen. And the same holds true for the monoclonal antibodies. Ja, und das Gleiche gilt natürlich für die monoklonalen Antikörper. There are also, and we'll talk about that in a little bit, these cells, these drugs called BiTEs, which basically bring together both the T cells, which kill the myeloma cells, and the myeloma cells. It brings the T cells and the myeloma cells together so the T cells can kill the myeloma cells. Und es gibt zusätzlich noch eine bestimmte Medikamentenklasse, die heißt BiTEs. Das sind quasi Verbindungseiweiße, die dafür sorgen, dass die angreifenden Immunzellen direkt an die Myelomzellen angedockt werden und damit die Myelomzellen abtöten. And then are these whole class of drugs called checkpoint inhibitors that basically affect both the myeloma cell and the cells around it, including the immune cells, so that it makes the immune cells remember to kill the myeloma cells. Und dann gibt es zusätzlich noch eine weitere Medikamentenklasse, die sogenannten Immun-Checkpoint-Inhibitoren. Das sind Medikamente, die sowohl sich gegen die Myelomzellen richten, als auch gegen Immunzellen und dafür sorgen, dass die Immunzellen sich wieder daran erinnern, dass sie ja eigentlich die Myelomzellen abtöten sollen. And in terms of different agents that are being studied, there are many. Ja, und wenn man sich anschaut, wie viele verschiedene Medikamente aktuell untersucht werden, kann man nur sagen, sehr, sehr viele. So what about daratumumab, which is a drug that has been approved to treat multiple myeloma? So, was jetzt zu Daratumumab, einem Medikament, was ja schon zugelassen ist zur Therapie des Multiplen Myeloms? I am going to, I'm running out of time, so so this is just data showing that the combination of Revlimid and daratumumab and Dex is more potent than just Revlimid and dexamethasone. Ja, und aus Zeitgründen hat sie jetzt ein bisschen was übersprungen. Das sind jetzt Studiendaten, die zeigen, dass eben die Kombination aus Daratumumab, Revlimid, Dexamethason wirksamer ist als Revlimid, Dexamethason alleine. And it also shows on for this study that daratumumab with bortezomib and Dex is better than just bortezomib and Dex alone. Ja, und in der Studie auf der rechten Seite, da sieht man, dass das Gleiche gilt, wenn man Daratumumab mit Velcade-Dexamethason verbindet. Das ist auch besser als Velcade-Dexamethason alleine. In terms, of CAR T cells, let's see. Okay, it doesn't go backwards. There are just the point that there are a number of different CAR T studies going on. Hinsichtlich CAR-T-Zellen nur kurz zu sagen, es gibt verschiedene Studien, die aktuell Patienten rekrutieren. Not that many patients overall have been treated overall. Insgesamt sind allerdings nicht so viele Patienten behandelt worden, wie man da sieht. But many have been very heavily pretreated. Aber die Patienten, die behandelt wurden, von denen haben viele schon sehr, sehr viele Vortherapien gehabt.
And what you can see is that with patients who got the higher levels of these CAR T cells, the progression-free survival is only about a year. Was man sehen kann bei den Patienten, die jetzt die hohe Dosis an KT-Zellen bekommen haben, das progressionsfreie Überleben, das heißt die Zeit bis zum Rezidiv, war im Durchschnitt etwa ein Jahr. But with further work, hopefully these medicines will do better. Aber mit noch mehr Arbeit werden hoffentlich diese Medikamente, also die KT-Zellen, auch noch besser werden. And there are a number of clinical trials ongoing looking at these CAR T cells. Und es gibt verschiedene Studien, die aktuell laufen, um eben die KT-Zellen zu untersuchen. And there's just a lot of ways to improve upon them that are being studied. Ja, und es gibt verschiedene Wege, wie man noch den Nutzen der KT-Zellen verbessern kann, die aktuell untersucht werden. In terms of bites, I am not going to have time to do that, but I just wanted to, there are a number of trials. I was very impressed within 100 miles of Heidelberg, and so there's a whole list of really exciting different drugs and phase 3 studies looking at best treatments. Genau, Bites wurden jetzt kurz übersprungen, aber hinsichtlich klinischer Studien hat sie sehr gefreut. Sie hat mal geschaut, was gibt es denn im Umkreis von 100 Meilen um Heidelberg herum, und da gibt es wirklich sehr, sehr viele interessante Studien mit neuen Substanzen, die eben hier in der Gegend Patienten einschließen. And just again, we have to keep trying, good, better, best, never let it rest until your good is better and your better is best. Ja, genau. Also wir hören nicht auf, wir müssen immer weiter versuchen, uns zu verbessern, bis eben gut, besser und besser das Beste ist. And just in summary, there have been really tremendous progresses, but we still have many, many questions. Ja, zusammenfassend, es gab wirklich enorme Fortschritte, aber wir haben natürlich immer noch ganz, ganz viele Fragen. We have to understand better the order of therapies, the duration of therapies. Ja, wir müssen besser verstehen, in welche Reihenfolge wir Therapien geben, wie lange wir Therapien geben. How best to deal with risk, and then also how to deal with levels of response and whether we change our therapies or not. Wie können wir Therapie anpassen an das Risiko oder an die Tiefe des Ansprechens? Again, I think there's going to be a lot just adding in these antibodies to the combinations we're using currently. Ja, und viel Arbeit wird wahrscheinlich, oder viel Forschung wird wahrscheinlich sein, diese Antikörper, zum Beispiel Daratumumab, einfach zu den Standardtherapien dazuzunehmen. There are a number of new drugs coming along, which you'll hear more about. Ja, und es gibt mehrere neue Therapien, die jetzt in der Untersuchung sind, die wahrscheinlich in Zukunft kommen werden, von denen Sie noch mehr hören werden. And thank you for your time. Sorry for running over. Danke für die Aufmerksamkeit. Professor Despicieri, thank you so much for this excellent overview. We have a real progress, and we have many questions to answer. This is a team, if I see correctly, from the Mayo, and I'm so happy that we have a good interaction between the centers, the famous centers in the United States and Europe, to discuss what is the best way to make some decision in time to go forward with trials, and hopefully to get more and more data there in the same way as you presented. I'm so happy. And also, thank you so much for Dr. Gibson. You are in the foyer. In the next 20 minutes, we will have a pause, rest. Sure. Break. Is this possible for some patients?